Und bei mir im Studio begrüße ich nun den Militärexperten und General AD Roland Carter. Guten Tag, Herr Carter. Guten Tag, Herr Hedler. Wenn wir uns jetzt die vergangenen 24 Stunden anschauen, auch die Entwicklungen rund um dieses Kinderkrankenhaus. Die Russen sagen, das war eine ukrainische Luftabwehrrakete. Die Ukrainer sagen jetzt, es war eine russische Rakete. Ganz eindeutig. Also wie ordnen Sie das ein? Ist das wirklich eine Propagandaschlacht jetzt auch um die Informationshoheit? Mit Sicherheit ist es das. Aber ich sage mal, vorrangig ist es einfach tragisch. Es sind eben unheimlich viele Menschen ums Leben gekommen, vorrangig Kinder. Allein das ist ja ein Skandal allererster Provenienz. Wobei ich eben tatsächlich nicht sicher bin, ob wirklich das Krankenhaus getroffen werden sollte, sondern eine Munitionsfabrik, die da wohl in unmittelbarer Nähe 1 Kilometer weg war. Aber egal wie, das Ergebnis ist eben eine Katastrophe. Und dass jetzt natürlich versucht wird, dass der eine das auf den anderen schiebt, das ist leider im Kriege normal. Jetzt hat Putin massiv zugeschlagen in den vergangenen 24 Stunden auch. Und was zeigt Ihnen das? War das eine deutliche Warnung an die NATO oder wollte er einfach zeigen, er hat weiterhin die Hoheit mit seinen Raketen? Das ist A, dass er die Hoheit hat, aber B, ist es nach meiner Auffassung auch ein eindeutiges Signal nach dem Motto, ihr wollt da 75 Jahre NATO feiern, habt mich aber völlig vergessen. Jetzt werde ich euch mal zeigen, dass ich noch da bin. Auch dieses eben mit Methoden, die alles andere als in irgendeiner Form verständlich sind, sondern schlichtweg verbrecherisch. Denn er ist ja dazu übergegangen, offenkundig flächendeckend die Ukraine zu bombardieren, völlig unabhängig davon, ob es militärische oder zivile Ziele sind. Im Wesentlichen kritische Infrastruktur. Das wird der Ukraine noch zunehmend zu schaffen machen. Nun eben auch dieses grauenhafte Kinderkrankenhaus. Aber vor allen Dingen ist es so, dass an den Fronten sowohl im Osten wie im Norden derzeit offensichtlich nur wenig, allenfalls taktische, kleinere Bewegungen im Kilometerbereich stattfinden, was mir einmal mehr zeigt, auch ein Signal nach Washington. Ich will doch mal abwarten, wer da im November in Amerika gewählt wird. Ich gehe davon aus, dass das Trump sein wird. Und dann habe ich eine andere Voraussetzung. Und dann können wir vielleicht noch mal miteinander reden.